Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute geht es ja um das Thema Begleitstörungen, welches wir eigentlich im vorherigen Video schon behandeln wollten, sage ich jetzt mal so. Allerdings wurde das Video ja recht lange, weil wir doch ein bisschen intensiver auf das Ganze eingegangen sind. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach mal hier mit den Begleitstörungen an und ich gebe das Wort jetzt mal an Blulu weiter. Dann würde ich sagen, Blulu, leg mal los. So, dann lege ich auch schon los. Aber davor muss man natürlich sagen, das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen vorgelesen an. Das ist es auch. Wir sind weder Mediziner noch sonst irgendwelche Verfasser von medizinischen Texten. Wenn ihr noch was ergänzend dazu sagen wollt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Falls irgendwelche Fehler passieren, ja, ich hoffe, ihr könnt uns verzeihen. Wir haben besten Gewissens quasi uns informiert und es zusammengefasst. Dann lege ich auch jetzt los mit hyperkinetischer Störung des Sozialverhaltens, abgekürzt HKS. Ist durch ein durchgehendes Muster von Unaufmerksamkeit, Überaktivität und Impulsivität gekennzeichnet, das in einem für den Entwicklungsstand des Betroffenen ungewöhnlichen Ausmaß in verschiedenen Situationen auftritt. Euch ist bestimmt auch schon aufgefallen, dass jetzt zum Beispiel bei dem, was Blulu vorgelesen hat, auch F90.1 zum Beispiel steht. Und zwar sind das die internationalen statistische Klassifikationen der Krankheiten und verwandter Gesundheitsproblemen, welche halt eben ja so eingeordnet werden. Das steht auch zum Beispiel auf euren Arztbriefen dran, damit man einfach zum Beispiel auch in Google eingibt, F90.1 und dann kommt direkt eben hyperkinetische Störungen des Sozialverhaltens. So könnt ihr einfach das schneller finden. Und dann würde ich sagen, mache ich das zweite. Kombinierte Störungen des Sozialverhaltens und der Emotion F92. Kombinierte Störungen von Sozialverhalten und Emotionen. Diese Gruppe von Störungen ist durch die Kombination von anhaltendem, aggressiven, dissozialen oder aufsässigen Verhalten charakterisiert, mit offensichtlichen und eindeutigen Symptomen von Depression, Angst oder anderen emotionalen Störungen. Dissozial kann man so deuten, aufgrund bestimmtes Fehlverhaltens nicht oder nur bedingt in der Lage, sich eben in die Gesellschaft einzuordnen. Leichte Intelligenzminderung kommt jetzt. Darunter versteht man, wenn sich der IQ-Bereich bei 50 bis 69 befindet. Das entspricht bei einem Erwachsenen einem Intelligenzalter von 9 bis 12 Jahren. Daraus zeigen sich zum Beispiel Lernschwierigkeiten in der Schule, aber viele Erwachsene können bedingt normal arbeiten, gute soziale Beziehungen haben und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Posttraumatische Belastungsstörung ist eine Reaktion, die innerhalb von 6 Monaten nach einem traumatischen, emotional belastenden Ereignis eintreten kann und durch eine Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses gezeichnet ist. Anpassungsstörungen. Diese Beeinträchtigungen sind meistens depressive Verstimmungen, Ängste und das Gefühl, in der Alltagsbewältigung eingeschränkt zu sein. Eine Anpassungsstörung entwickelt sich langsam, meist innerhalb eines Monats, hält aber bis zu 6 Monate an. Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten. Das Hauptmerkmal ist eine umschriebene und bedeutsame Beeinträchtigung in der Entwicklung der Lesefertigkeiten, die nicht allein durch das Entwicklungsalter, Visusprobleme oder unangemessene Beschulung erklärbar ist. Umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Fertigkeiten. Jetzt kommt ein toller Text. Hauptmerkmal ist eine schwerwiegende Entwicklungsbeeinträchtigung der motorischen Koordination, die nicht allein durch eine Intelligenzminderung oder eine spezifische angeborene oder erworbene neurologische Störung erklärbar ist. In den meisten Fällen zeigt eine sorgfältige klinische Untersuchung dennoch deutliche entwicklungsneurologische Unreifezeichen wie choreoforme Bewegungen freigehaltener Glieder oder Spiegelbewegungen und andere begleitende motorische Merkmale ebenso wie Zeichen einer mangelhaften fein- oder grobmotorischen Koordination. Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen. Umschriebene Entwicklungsstörungen betreffen zum Beispiel nur die Sprachen, die motorischen Fähigkeiten, die Sehwahrnehmung oder auch nur Anteile dieser Entwicklungsbereiche. Eine kombinierte umschriebene Entwicklungsstörung liegt dann vor, wenn mehrere umschriebene Entwicklungsbereiche betroffen sind. Einfache Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung.
Aufmerksamkeitsdefizit bei hyperaktivem Syndrom, Hyperaktivitätsstörung, Störung mit Hyperaktivität. Und es wird nochmal darauf verwiesen, auf hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens. Reaktive Bindungsstörungen des Kindesalters. Diese tritt in den ersten 5 Lebensjahren auf und ist durch anhaltende Auffälligkeiten im sozialen Beziehungsmuster des Kindes charakterisiert. Diese sind von einer emotionalen Störung begleitet und reagieren auf Wechsel in den Umgebungsverhältnissen. Nichtorganische Enuresis. Spricht man das so aus? Ich Ich glaube glaube. schon. Ja. Diese Störung ist charakterisiert durch unwillkürlichen Harnabgang am Tag und in der Nacht, untypisch für das Entwicklungsalter. Sie ist nicht Folge einer mangelnden Blasenkontrolle aufgrund einer neurologischen Krankheit, epileptischen Anfällen oder einer strukturellen Anomalie der ableitenden Harnwege. Die Enuresis kann von Geburt an bestehen oder nach einer Periode bereits erworbener Blasenkontrolle aufgetreten sein. Die Enuresis kann von einer schweren emotionalen oder Verhaltensstörung begleitet werden. Nichtorganische Enkopresis. Wiederholtes willkürliches oder unwillkürliches Absetzen von Kot an Stellen, die im soziokulturellen Umfeld des Betroffenen nicht dafür vorgesehen sind. Die Störung kann eine abnorme Verlängerung des infantilen Inkontinenz darstellen oder eine Kontinenzverlust nach bereits vorhandener Darmkontrolle. Oder es kann sich um ein absichtliches Absetzen von Stuhl an dafür nicht vorgesehene Stellen trotz normaler physiologischer Darmkontrolle handeln. Das Zustandsbild kann als monosymptomatische Störung auftreten oder als Teil einer umfassenderen Störung, besonders einer emotionalen Störung oder einer Störung des Sozialverhaltens. Kopfschmerzsyndrome. Unter G44 versteht man allgemein verschiedene Arten und Symptome von Kopfschmerzen. G44.8 wird als sonstige näher bezeichnete Kopfschmerzsyndrome beschrieben. Organische Persönlichkeitsstörung. Diese Störung ist charakterisiert durch eine auffällige Veränderung des gewohnten prämorbiden Verhaltensmusters und betrifft die Äußerung von Affekten, Bedürfnissen und Impulsen. Leichte kognitive Störung. LKB bezeichnet eine Beeinträchtigung der Denkleistung, die über das nach Alter und Bildung des Betroffenen Normale hinausgeht, jedoch im Alter keine wesentlichen Behinderung darstellt. LKB kann gelegentlich als beginnende Demenz gedeutet werden. Sie wird im Diagnosesystem ICD-10 unter F06.7 leichte kognitive Störung in Kapitel Andere psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit verschlüsselt. Nichtorganische Schlafstörung. Hauptmerkmal sind Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen und frühmorgendliches Erwachen sowie eine ungenügende Dauer und Qualität des Schlafes. Das heißt, schlechte Schlafqualität und nicht erholsamer Schlaf. Das sind ca. 10% aller Insomnien. Ja, Leute, das war's jetzt erstmal mit den verschiedenen Formen und Folgeerkrankungen. Geht natürlich noch weiter, das werden wir aber heute nicht mehr behandeln, einfach weil es sonst zu viel wird. Natürlich hatten wir auch die ein oder anderen Sprachfehler wahrscheinlich drin und wie gesagt, wir haben auch ablesen müssen, weil wir einfach auch keine Doktoren sind. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Solltet ihr irgendwelche Fragen dazu haben, könnt ihr gerne drunter in den Kommentaren schreiben. Ich weiß nicht, Blulu, ob du noch irgendwas sagen möchtest. Ja, ansonsten ist es wirklich so, dass viele Begleitstörungen, die jetzt da so aufgezählt sind, die sind so umfangreich, dass wir die jetzt schwierig irgendwie erklären könnten oder so. Wir müssten uns da wahrscheinlich auch tagelang mit befassen. Und bei jedem kann das ja auch wieder ganz individuell ein bisschen anders sein. Es soll einfach nur eine Übersicht sein, was eben sein könnte. Und es könnte ja auch noch zutreffen, dass mehrere Sachen dazukommen, die vielleicht hier nicht aufgeführt sind. Deswegen erzählt von euren Erfahrungen. Ich glaube, du hast ja auch so einen Bogen, den man ausfüllen kann. Da könnt ihr ja auch gerne mal was hinterlassen. Das wäre bestimmt ganz interessant. Genau, diese Sachen werden wir übrigens auch noch behandeln in weitere Videos. Jetzt machen wir erstmal im Prinzip dieses Thema komplett fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo und dann hören wir uns im nächsten Video zum Thema FAS.